Mit dem LVS-Gerät wurde der Punkt mit der geringsten Distanzanzeige bestimmt und mit der Schaufel markiert. Damit endet die Phase der Feindsuche und es beginnt die Punktsuche mit der Lawinensonde. Die Zeit läuft. Der Nutzen des Sondierens ist größer als zunächst erwartet. Umfangreiche Feldversuche kamen zum Ergebnis, dass sich die Gesamtsuchzeit durch den Einsatz der Sonde beinahe halbieren ließ. In der konkreten Versuchsreihe von 26 auf 15 Minuten. Und wir müssen unbedingt dieses Zeitfenster der ersten 18 Minuten nützen. Bis 18 Minuten ist die Chance, lebend geborgen zu werden, am größten. Danach sinkt die Überlebenskurve steil nach unten und die Chancen schwinden dramatisch. Sondieren schafft Gewissheit. Ja, hier ist der Verschüttete, ich weiß um die Verschüttungstiefe und ich habe eine Orientierungshilfe beim Graben. Und so geht's. Wir beginnen bei der Schaufel mit dem ersten Sondenstich und sondieren im Abstand von 25 cm, also ungefähr eine Schuhlänge, spiralförmig nach außen. Die untere Hand steuert die Sonde, die obere führt die Sonde in den Schnee ein. Immer im rechten Winkel zur Schneeoberfläche. Eine hochwertige Sonde bringt klare Vorteile. Sie lässt sich schnell spannen, bleibt während der Arbeit stabil, so als wäre sie aus einem Stück. Sie ist mindestens 2,40 Meter lang und hat Zentimeterangaben und Farbmarkierungen zur Tiefenbestimmung. Die Sondenspitze ist im Durchmesser etwas größer als die Sondenelemente. Dadurch dringt sie besser in den Schnee ein und reduziert die Reibung. Und eine hochwertige Sonde verbiegt sich nicht im Schnee. Je größer der Durchmesser, desto höher die Steifigkeit. Eine wertvolle Information aus der LVS-Suche können wir beim Sondieren nützen, den kleinsten Wert am Display. War dieser Wert zum Beispiel 1,0, dann können wir davon ausgehen, dass der Verschüttete ungefähr 1 Meter entfernt ist. Maximal. Ich werde also meine Sonde nicht tiefer als ca. 1,5 Meter einführen und es macht auch keinen Sinn, wesentlich weiter als 1 Meter von der Schaufel entfernt das Sondieren fortzusetzen. Treffer! Immer dann, wenn unsere Sonde plötzlich nicht mehr so tief eindringt wie beim vorherigen Stich. Immer dann also, wenn es einen Tiefenunterschied gibt. Oder wir über die Sonde den Verschütteten eindeutig erspüren, bewerten wir das als Treffer und kommunizieren das den anderen Helfern. Treffer! Treffer! Die Sonde bleibt stecken und es beginnt nun die Phase des Ausschaufelns. Die Lawinensonde hilft, wertvolle Zeit zu sparen und gehört zu unserer Standard-Notfallausrüstung. Sondieren mit System muss gelernt und geübt werden. Zeit ist Leben. Eine interessante technische Weiterentwicklung ist die elektronische Lawinensonde, die eine akustische und optische Unterstützung bietet. Beim Aufspannen dieser Sonde wird automatisch der Suchmodus aktiviert. Und bei einem Abstand von 2 bis 1,5 Meter ertönen gleichmäßige Pieptöne. Ab einem Abstand von 1,5 Meter ertönt ein Dauerton. Diese Anzeige funktioniert mit jedem LVS-Gerät, das normkonform sendet. Die Vorteile dieser elektronischen Unterstützung beim Sondieren sind zweierlei. Einmal lässt sich dadurch ein wenig Zeit gewinnen und zum Zweiten ist sie für weniger versierte Helfer eine psychologische Unterstützung, weil sie Unsicherheit in Gewissheit verwandelt. Wie suchen wir einen Verschütteten, der kein LVS-Gerät dabei hat? In diesem Extremfall hat die Alarmierung der Bergrettung höchste Priorität. Aber auch die Kameradenrettung muss trotz der sehr schwierigen Situation versucht werden. Wir können immer eine gründliche Oberflächensuche durchführen, ragen Gegenstände oder Körperteile aus dem Lawinenkegel. Zudem können wir versuchen, einen primären Suchraum zu definieren
und mit dem Sondieren beginnen. Für diese spezielle Situation gibt es das sogenannte offene Sondieren. Dabei stellen sich die Retter mit ausgestreckten Armen nebeneinander, so dass sich die Fingerspitzen berühren. In diesem Abstand sondieren wir einmal 50 cm links, einmal in der Mitte und einmal 50 cm rechts. So tief, wie es die Länge der Sonde zulässt. Danach machen alle gleichzeitig einen Schritt nach vorne, richten sich neu aus und wiederholen diesen Vorgang bis zum Eintreffen der Bergrettung. Auf diese Weise wurden bereits Menschenleben gerettet. Die Hoffnung lebt.